Wir haben ein Grundstück gekauft und weil ich sage wir, habe ich nämlich heute auch meine Frau mit dabei, Caroline. Und wir werden euch heute mal darüber erzählen, warum wir genau dieses Grundstück gekauft haben. Wir sind bereits schon 2024 ausgewandert und uns war von Anfang an bewusst, dass wir keine digitalen Nomaden werden wollen, sondern dass wir ein Grundstück kaufen und ein Haus bauen wollen und ein neues Leben beginnen wollen. Wir haben in Nicaragua gelebt, wir haben in Bulgarien gelebt und dort hat es einfach nicht gepasst. Unsere dritte Wahl war Paraguay. Dort hat uns einfach von unserer Checkliste, die man ja so hat, wenn man auswandern möchte, einfach am besten gefallen. Wir konnten einfach die meisten Punkte abarbeiten. Jetzt sind wir hier in Paraguay und hier haben wir nach kurzer Suche direkt unser Grundstück gefunden. Warum haben wir genau dieses Grundstück hier gekauft? Also wir haben ein Grundstück gekauft von ungefähr 1500 Quadratmetern. Für deutsche Verhältnisse wäre das ja ein relativ großes Grundstück. Hier in Paraguay ist es eher ein kleineres Grundstück. Also viele Leute kommen her und wollen gleich 10 Hektar kaufen und dort Selbstversorger werden und merken dann irgendwann aber, okay, es ist viel zu viel Arbeit, es ist super heiß hier in Paraguay und sind dann irgendwo alleine, sage ich mal, im Dorf und stellen dann fest, okay, sie können ihr Grundstück gar nicht mehr verlassen. Und da war es uns halt wichtig, wir haben uns viel informiert, wir wollen in Restaurants gehen, wir wollen essen gehen, wir wollen Freizeitaktivitäten machen, wir werden auch reisen wollen, gerade jetzt hier in Südamerika, in andere Nachbarländer. Daher haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen nicht so ein riesen Grundstück irgendwo in der Prärie kaufen, sondern wir wollen in einem Barrio oder in einem Projekt, in einer Gemeinschaft, nicht in einer Sekte, sondern in einer Community auf Englisch, aus anderen Auswanderern. Also daher haben wir auch uns speziell auf solche Projekte fokussiert und das auch speziell in der Region Cordillera in der Nähe von Asunción. Also wir sind jetzt hier in Loma Grande. Es ist ungefähr eine Stunde Fahrt nach Asunción zum Flughafen, 45 Minuten. Das war uns auch wichtig, weil in Asunción gibt es halt alles. Wenn du mal besonders essen gehen möchtest, fortgehen möchtest oder allein Treffen, schon treffen möchtest oder auch schöne Möbel für dein Haus, für deine Wohnung richtig. kaufen möchtest. Es gibt halt alles in Asunción und wir wollen nicht jedes Mal irgendwie 5 Stunden erstmal fahren müssen, auch wenn wir mal was weiß ich, nach Peru reisen oder so. Genau. Genau, deswegen war für uns klar, in einem Barrio, kein Barrio Cerrado, also keine wirkliche gated Community, wo du dann riesen Mauern rundherum hast, sondern einfach eine Gemeinschaft aus anderen Auswanderern, wo man halt einfach ein bisschen Nachbarschaft hat, wie so ein kleines Dorf, sage ich mal früher, und wo man gegenseitig auf sich einfach aufpasst. Das heißt, wenn wir mal reisen wollen, wenn wir mal fortgehen, ist immer jemand da, der noch auf unser Haus aufpasst, sodass wir nicht Sorge tragen müssen, dass wir ausgeraubt werden. Genau, das ist der Kapatas. Der wohnt auch meistens immer mit auf dem Grundstück und schaut, wer auch tags und nachts ein- und ausgeht. Genau, und wir haben uns verschiedene solche Barrios angeguckt und uns für dieses hier in Loma Grande entschieden, weil wir die Eigentümer einfach am sympathischsten finden. Das ist ein Deutscher und eine Uruguayerin, also sie spricht dann auch fließend Spanisch, was natürlich auch immer Das ist eine sehr sehr große Hilfe. hilfreich ist. Genau, und die sind einfach sehr sympathische, entspannte Leute. Und Da kommt tatsächlich schon der Daniel. was uns noch speziell an diesem Projekt hier gefallen hat, ist ja auch der Fokus auf Selbstversorgung. Also hier entsteht auch gerade ein Tiefbrunnen mit sehr hochwertigem Wasser, auch mit sehr hochwertigen Schläuchen für die Trinkwasserversorgung. Ein Edelstahltank, kein Genau, Plastiktank, damit genau. das Wasser nicht nach Plastik schmeckt, als würde man irgendwie im Sommer seine Flasche Wasser in der Sonne stehen lassen. Man hat dann immer so diesen Plastikgeschmack. Wie gesagt, der Fokus auf die Selbstversorgung. Also hier entsteht auch ein Permakulturgarten mit allen möglichen Obst, Gemüsesorten, auch später Nussbäumen etc. Es gibt auch eigenes Biogeflügel, also eigene Hühner, Truthähne, Truthähne, Perlhühner, Perlhühner, Gänse, Gänse, Enten. sodass man sich da auch mit sehr hochwertigem, biologischem, ungespritzten Fleisch versorgen kann. Das Grundstück hat uns einfach sehr gut gefallen. Das können wir euch gleich auch nochmal eine kleine Tour geben. Also wir sind hier eingebettet in die Cordillera, also übersetzt aus dem spanischen Hügelkette. Und man hat einfach einen sehr schönen Blick auf die umliegenden Berge und die Natur. Und das Projekt ist allgemein sehr, oder auch das Grundstück ist sehr naturbasiert. Das heißt, es sind nicht einfach nur quadratische Grundstücke, super steril, schön plan gemacht, kein einziger Baum steht mehr drauf, sondern es ist wirklich in die Natur eingebettet. Also die Grundstücke sind nicht super quadratisch, sondern auch ein bisschen halt der Landschaft angepasst, Ja, genau. so ich zeige euch jetzt einfach mal noch mal kurz unser Grundstück. Wie ihr schon sehen könnt, ist hier sehr viel Kamerungras.
Das lieben die Kühe sehr. Hier wurde davor auch Ackerbau betrieben. Wir haben einige Palmen bei uns auf dem Grundstück, was einem auch immer dieses Urlaubsgefühl gibt. Wir haben einige Bäume, was auch sehr schön ist. Und vielleicht kann man es schon sehen, wenn ich die Kamera ein bisschen weiter höher halte, den Blick in die Ferne. Wir werden also auch hier die Büsche ausdünnen. Bäume bleiben natürlich stehen, aber einige Gebüsche werden entfernt und dann hat man noch einen schönen weiten Blick. Und man hat einige Vogelarten. Also gerade eben hatten wir auch ein wunderschönes Gezwitscher.